Sicherlich kennst du diese Ü-Ei-Werbung. Dieses Überraschungsei ist für dich. Und wenn du es nicht öffnest, bis ich wieder da bin, dann bekommst du sogar ein zweites. Aber wusstest du auch, dass dieser Werbeclip auf einem echten Experiment basiert? Bei diesem Experiment haben Forscher versucht, herauszufinden, ob es mit dem sogenannten Belohnungsaufschub möglich ist, die Zukunft der Kinder vorherzusagen. Ja, kein Scherz. Und ob es den Forschern gelungen ist, das zeige ich euch heute in diesem Video. Wenn ich dich in Zukunft mit ähnlichen Fakten versorgen soll, dann lass doch gerne ein Abo da. Und wenn du zusätzlich die Glocke aktivierst, bekommst du jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochlade. Als erstes müssen wir uns anschauen, wie dieses Experiment überhaupt durchgeführt wurde, um später daraus besser Schlüsse ziehen zu können. Der Aufbau des Experiments ist super simpel. Das heißt, die Kinder bekommen ein Marshmallow vorgesetzt und werden dann vor die Wahl gestellt. Entweder sie dürfen es sofort essen oder sie warten 15 Minuten und bekommen dann ein zweites Marshmallow, das sie essen können. Wenn die Kinder aber, bevor diese 15 Minuten um sind, davon probieren oder es halt auch ganz aufessen, bekommen sie natürlich kein zweites mehr. Die Forscher prüfen somit, ob der sogenannte Belohnungsaufschub gelingt. Und das Einzige, was die Kinder dafür benötigen, ist Selbstkontrolle. Bei der am Anfang gezeigten Ü-Ei-Werbung haben sie zwar Ü-Eier statt Marshmallows genommen, aber vom Aufbau ist es das gleiche Prinzip. Nur wird natürlich in der Werbung der Eindruck erweckt, als könnten die Kinder nicht widerstehen und würden allesamt dieses Ü-Ei sofort essen wollen. Beim Experiment mit den Marshmallows hingegen war es tatsächlich sehr ausgewogen. Dort war es nämlich so, dass ca. 30% es geschafft haben, die 15 Minuten zu verzichten und ein zweites Marshmallow bekommen haben. Ungefähr 25% haben es nicht mal eine Minute lang ausgehalten und haben sofort das Marshmallow gegessen und der Rest war irgendwo halt dazwischen. Was uns dieses Ergebnis nun verrät, ist eigentlich ganz klar. Es besteht auf jeden Fall eine Verbindung zwischen Belohnungsaufschub und Erfolg. Das heißt, im Klartext, den Kindern ist bewusst, dass sie durch einen relativ geringen Einsatz, also das Warten von 15 Minuten, ein zweites Marshmallow bekommen, worüber sie sich freuen können und das essen können. Und damit die Forscher natürlich auch diesen Effekt im späteren Leben nachweisen konnten, haben die dieses Experiment auch wiederholt. Einmal nach 10 Jahren und dann nochmal nach 40 Jahren. Und ausgehend vom Originalexperiment haben die Forscher tatsächlich festgestellt, dass die Kinder, die damals schon verzichtet haben, um ein zweites Marshmallow zu bekommen, später mehr Erfolg im Leben hatten. Und abgesehen von ihrem Erfolg gab es auch Persönlichkeitsmerkmale, die herausgestochen sind. Das heißt zum Beispiel, sie hatten ein höheres Selbstwertgefühl, waren kritikfähiger und die Frustrationstoleranz war wesentlich höher. Diese wirklich beeindruckenden Ergebnisse kamen alle bei der Originalstudie heraus, beziehungsweise bei der Längsschnittstudie dann nach 10 und 40 Jahren. Der einzige Haken, und das ist ein riesiger Haken, der diese ganzen Ergebnisse leider ins Wanken bringt, ist ein einziger Punkt, der kritisiert wurde, denn das Originalexperiment fand im Kindergarten der renommierten Stanford-Universität statt. Und da kann man natürlich davon ausgehen, dass die Kinder schon ein, ich sag mal, privilegiertes Aufwachsen erleben durften. Und weil eben alle Kinder, die bei dem Experiment teilgenommen haben, einzig allein aus diesem Kindergarten stammen, ist das Ergebnis natürlich nicht repräsentativ für die breite Masse. Also lag die Kritik darin, dass alle Kinder, die in diesem Experiment teilgenommen haben, aus sehr gut strukturierten Familien stammen, bei denen quasi der Erfolg ja schon mit in die Wiege gelegt wurde. Und deshalb haben wiederum diese Forscher, die diese Kritik verfasst haben, eben ein eigenes Experiment aufgerollt, bei dem ein viel breiteres Spektrum abgedeckt wird. Das heißt, die Forscher vom neuen Experiment haben noch weitere Punkte mit in die Bewertung mit reingenommen. Darunter fielen zum Beispiel sowas wie die Schulabschlüsse der Eltern, das Einkommen der Eltern, aber auch den Wohnort, wo die Kinder herkommen, welche Hautfarbe sie haben und viele weitere Punkte. Und mit all diesen neuen Kriterien konnte man das Ergebnis des Experiments auch auf die Allgemeinheit übertragen. Und was besonders erstaunlich war, ist, dass die Zahlen, also wie viele Kinder wirklich diese 15 Minuten verzichtet haben und wie viele wirklich in kürzester Zeit dann zum Marshmallow gegriffen haben, unterscheidet sich kaum von dem Originalexperiment. Das heißt, die Annahme, dass zwischen Belohnungsaufschub und Erfolg eine Verbindung herrscht, besteht immer noch. Aber was natürlich viel wichtiger ist, ist, wie sich die Kinder in den nächsten 10 Jahren entwickelt haben und ob das Experiment wirklich vorhersagen konnte, wie erfolgreich die Kinder dann sein werden. Und an dieser Stelle schreibt mal eure Vermutung in die Kommentare. Was glaubt ihr?
hat das neue Experiment dasselbe Ergebnis und kann man wirklich mit einem Marshmallow-Experiment schon im Kindesalter herausfinden, wie erfolgreich ein Kind später im Leben sein wird? Was glaubt ihr? Nachdem nun 10 Jahre vergangen sind, wurden diese Kinder nochmal getestet. Und das Ergebnis, was hierbei rumkommt, ist sehr ernüchternd. Die Forscher vom neuen Experiment fanden heraus, dass eben die Ergebnisse vom Marshmallow-Test keine Vorhersage für die Zukunft der Kinder treffen konnte. Eigentlich lag es ja auf der Hand. Es wäre ja auch viel zu schön gewesen, wenn man mit einem so simplen Test im Kindesalter schon den Erfolg in der Zukunft vorhersagen könnte. Und um es nochmal ganz konkret zu sagen, das Marshmallow-Experiment kann nicht den Erfolg im späteren Leben vorhersagen. Was die Forscher aber aus den Ergebnissen ziehen können, ist, dass der spätere Erfolg sehr wahrscheinlich vom Lernumfeld abhängt. Und mit dieser Erkenntnis kann man immerhin die Zukunft der Kinder positiv beeinflussen. Das heißt, dass sowohl die Eltern als auch die Lehrer darauf achten können, dass das Kind in einem passenden Lernumfeld ist, um so zumindest die Chancen auf ein erfolgreiches späteres Leben zu maximieren. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann könnte dir auch das letzte Video gefallen. Da geht es um Socken in Sandalen und wo dieser Modetrend oder die Modesünde überhaupt herkommt. Und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann lass gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke. Ansonsten war es das von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.